Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget und heute werden wir mal auf den Beta-Server reinschauen, denn dort wird der Demon Hunter ja mit gerebalanceden Werten, wie die auch immer aussehen werden, keine Ahnung, ja, getestet und jeder von euch kann da mitmachen und den auch testen und Fehler melden und dazu beitragen, dass das Ganze ja, insgesamt ein bisschen besser läuft mit dem Demon Hunter. Und ja, ich hatte oft die Frage bekommen, wo kann man den Beta-Server finden? Entweder gebt ihr oben in eurer URL ein beta.sfgame.net oder ihr guckt in die Videobeschreibung, da werde ich es mal verlinken. Und dann könnt ihr da draufklicken und dann könnt ihr mit 4000 Pilzen kostenlos starten und jede Menge Spaß haben auf dem Beta-Server. Für 2 Wochen war es, glaube ich. Ja, wir gehen mal rauf, wir gucken uns das Ganze mal zum ersten Mal an. Ja, also hier wird nochmal vorgestellt, hier Beta-Server, blablablub, ne? Nur der Demon Hunter ist möglich, Mushrooms kann man nicht kaufen, etc. Werden ja, für eine bestimmte Zeit die Charaktere nur gespielt. Und bis zum 19. Juni hat das Ganze hier geöffnet. Ne? Man sieht schon, man kann nichts anderes hier wählen, großartig. Deswegen nehmen wir den einfach mal. beta.sfgame.net. Ich habe mir um einen Namen noch gar keine Gedanken gemacht. Dorzer wird wahrscheinlich schon vergeben sein, weil da sollen ja auch die S31 Charaktere irgendwie importiert werden. Und ja, oder? Deswegen kann ich den vielleicht nicht nehmen. Weiß ich nicht, sonst nehmen wir einfach mal den Demon Dorzer. Ja, das ist doch ein guter, oder? Das ist ein Banger. Okay, also, wahrscheinlich geht dies auch nicht, keine Ahnung. Wir laden mal eine neue Seite. Wir gucken nochmal gleich, woran es hapert hier. Neuen Charakter, okay, let's go. Ja, vielleicht ist das auch jetzt die richtige Welt. Demon Dorzer, so, let's go. Ist frei. Jetzt können wir rein, ne? Jawohl, okay. Alles klar. Ja, das Ganze ist hier natürlich international gehalten, deswegen auf Englisch. Und ihr seht schon, links oben 4000 Pilze, 1000 Gold, nicht? Und ja, kann man zocken. Wir sind auf Rang 0. Keine Ahnung, wie der Server hier momentan aussieht. Und wen haben wir denn da? Das ist ja die Rangliste kommt mir ja sehr bekannt vor hier. Huch, wer ist denn hier am Start hier? Ja? Mit einem 99,50er Album hier. Naja, das ist ja ein bisschen fehlerhaft. Stufe 603. Ich glaube, mittlerweile bin ich jetzt schon 604. Ja, das erste, was ich machen muss, ist natürlich mich selbst angreifen. Ne? Ganz klare Sache. Okay, also der Server, wie ich das hier gerade merke, hat noch ziemlich krasse, ja, weiß ich nicht, Performance-Probleme. Sind ziemlich, ja, also der ist ziemlich laggy, muss ich mal so sagen. Wir gehen mal in irgendeine Gilde rein. Wir gehen mal einfach, weiß ich nicht, in die Gilde, wo hier schon am meisten Member drin sind. Gucken wir mal einfach rein hier, zack. So, ja, okay. Und dann können wir mal schauen, wir werden einfach mal ein bisschen Alu spielen. Haben wir schon irgendwie, ja, das sind, okay, es ist jetzt keine deutsche Gilde, aber ist jetzt für das Projekt nicht weiter großartig wichtig. Haben wir, wie viele Sanduhren haben wir hier eigentlich? Okay, ganz normal 100 Stück. Alter, der ist aber noch ziemlich laggy, der Server hier, ne? Good evening. Ja, alles auf Englisch hier, das ist natürlich lustig. Bevor wir abgefarmt werden, würde ich mal sagen, skillen wir mal das Ganze hier, ja, verskillen wir mal unsere Skillpunkte, würde ich mal behaupten. Ansonsten haben wir gleich keine Kohle mehr vielleicht. So, ne? Kann ja sein. Denn alle Leute, die hier neu starten, ja, die fangen natürlich alle mit 1000 Gold an und deswegen kann man da natürlich ganz gut eigentlich so, ja, guck mal, wie langsam das geht, ne? Das ist schon, ja, das ist schon was, ne? Alter. Leckt der noch nach oder so? Nee, das zum Glück nicht. Aber es braucht verdammt lange. Also, wir spielen ja Dämonenjäger, also Rinn in Geschick und Ausdauer ein bisschen, ne? Und dann werden wir mal schauen. Ich habe hier jetzt keine großartigen Ziele auf dem Server. Ich werde einfach nur so ein bisschen vor mich hin daddeln hier. Ich habe Bock, ein paar Dungeon-Gegner ja, primär zu klatschen. Und dadurch, dass wir ja hier so viele Pilze zur Verfügung haben, wäre es ganz lustig zu sehen, was wir hier erreichen können an
ja, an Wiederbelebungskombinationen. Ich weiß auch nicht jetzt tatsächlich, was hier schon geändert worden ist jetzt in der Zeit, beziehungsweise wurde jetzt darüber noch nicht weiter irgendwie, glaube ich, kommuniziert, geredet, großartig. Ja, ich weiß, deswegen weiß ich dahin nicht, wie das Ganze hier aussieht. Ob die Wiederbelebungschance erhöht worden ist oder, ja, keine Ahnung. Da habe ich echt noch gar keinen blassen Schimmer, muss ich sagen. Ja, da behalten wir mal unseres. Wir machen mal einfach, ich muss sagen, wir machen mal einfach einen Arena-Kampf hier. Und schauen mal, gut, gegen Magier. Da können wir uns jetzt nicht so häufig wiederbeleben, das ist klar. Aber wäre schon ganz lustig mal zu sehen, wie jetzt, ja. Also wäre lustig zu wissen, muss ich mal so sagen, anstatt das so selbst rauszufinden, ja, was jetzt eigentlich nun gemacht worden ist. Also, wo wurde jetzt drauf geschaut? Was wurde jetzt irgendwie verbessert? Was wurde vielleicht verändert so, ne? Und das hätte ich ganz gerne mal vorher gewusst, bevor man hier jetzt so reingeht und das Ganze testet. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so gewollt, sondern man soll gucken, jo, verhält er sich jetzt irgendwie großartig besser, ohne zu wissen, was da jetzt nun anders gemacht worden ist. Keine Ahnung, vielleicht wurde es auch mittlerweile schon angekündigt oder rausgefunden. Ich weiß es nicht. Ja, da habe ich gar keinen blassen Schimmer. Alter, was finden wir denn hier alles? Holy shit. Ja, nehmen wir hier Constitution. Das ist immer komisch hier irgendwie auf Englisch zu spielen irgendwie. Ich weiß gar nicht, kann man hier das noch irgendwie umstellen? Don't show tips, ja, okay. HD, Wheel Animation machen wir mal aus. Wo kommt man denn die Sprache hier verändern? Gut, finde ich jetzt gerade nicht. Aber ist auch nicht so wichtig, wie gesagt, solange werden wir hier auch nicht spielen auf dem Server. Ist nur ein bisschen ungewohnt, aber ist vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, dass ich immer hier meine Englisch-Skills auch mal ein bisschen improve hier. So. Und vielleicht sollten wir auch, das hatte ich gerade noch gelesen, vielleicht sollten wir auch ein bisschen reinskillen hier in die Ausbauten. Ja. Damit wir hier nicht ganz die Gilde im Stich lassen. So. Deswegen, warte mal, abbrechen. Wir gehen noch weiter auf Erfahrung erstmal. So, damit wir hier zumindest die Mindestausbauten hier zumindest schon mal abgedeckt haben. So, Stufe 9. Erstmal Stufe 10 ist erstmal das Ziel. Dann gucken wir mal nach dem Sammelalbum. Und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht einen Key finden oder so. Um dann halt mal in die Dungeons reinzugehen. Das wäre ganz lustig, mal zu sehen, wie da jetzt so die Wiederbelebungschance aussieht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, tatsächlich. So, gehen wir mal rein in den Magic Shop. Und da haben wir auch schon das Scrapbook. So, let's go. Da, zack, okay. Also es dauert alles ein bisschen hier, bis das... Das ist sehr laggy, muss ich mal so sagen. Ein Extra haben wir gefunden. Wo haben wir das denn her? Extras kann man doch, glaube ich, erst auf Stufe 15 finden, oder? Oder haben wir das aus einer Quest? Das habe ich jetzt nicht drauf geachtet, muss ich sagen. Armor, Lack, was haben wir? Constitution, na, gehen wir mal ein bisschen in den Lack rein hier. Ja, und jetzt könnte man natürlich ein bisschen die Leute abfarmen hier, ne? Man könnte ein bisschen sammeln fürs Sammelalbum. Wenn man jetzt hier Tryhard spielen möchte, kann man das natürlich machen. Ist ein alter Server. Ne, hier sind wahrscheinlich... Ja, 280k. Hier sind alle Leute drauf, die man braucht. Alles, was das Herz begehrt fürs Sammelalbum. Also wer jetzt richtig hier Serverstart, Tryhard-mäßig spielen will, unterwegs sein will, für den ist das natürlich hier ganz gut. Der kann das natürlich machen. Und ja, das Ding ist halt, wir bekommen halt auch übelst viel Gold jetzt, ne? Das ist ja auch ganz nice tatsächlich. Weil ja auch viele, wir sind jetzt Stufe 10 und viele Leute, denke ich mal, die, ja, haben halt eben so wie ich angefangen und dann kann man die einfach alle abfarmen, so, ne? Bekommst du übelst viel Kohle. Das ist natürlich auch ganz nice auf der geringen Stufe. Könnte man sich auch einen Scherz draus machen. Ja, jetzt habe ich aber erstmal Bock, muss ich sagen, hier in die Dungeons reinzugehen. Deswegen machen wir uns mal auf die Suche nach dem ersten Dungeon Key. Mal schauen, da ist er. Sehr schön. Also wie gesagt, Tryhard zocke ich hier nicht. Und, ja,
Sonst würde man jetzt noch ein bisschen mehr Zeit in das Sammelalbum rein investieren. Aber da habe ich jetzt nicht so viel Interesse dran. Wo ich aber dran Interesse habe, ist ein bisschen hier die Monster zu verkloppen. Gut, gegen den Ghost, das ist ja ein Intelligenzgegner, da können wir uns nicht wiederbeleben, aber wir haben ihn trotzdem geschafft. Also, das ist ganz cool. Ja, ich glaube mit minus 52 oder was war das jetzt gewesen? Mal ein bisschen vorspulen hier das Ganze. Ja, minus 52 Leben, nice, hat gereicht. So, und mal schauen. Der nächste ist jetzt hier ein Stärkegegner. Mal gucken, wie hier so die Chancen aussehen, wenn wir uns hier wiederbeleben. Leider ist der performance-technisch halt wirklich absolut grottig, der Server. Also das sieht mir halt eben nach neuen Backend aus, aber im ganz Frühstadium, muss ich mal so sagen. Also wirklich die Anfangszeiten von Backend, wo das frisch auf S31 gespielt worden ist. Ich weiß nicht, auf welchen Stand jetzt hier das Ganze basiert. Und ja, irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie das ist beim Demon Hunter. Wenn wir hier den Kampf skippen, wird es eigentlich angezeigt, dass wir uns wiederbeleben oder eher weniger? Ah, der sieht aber noch ziemlich unmachbar. Ah, da haben wir uns jetzt wiederbelebt. Sehr schön. Okay. Boah, entern wir mal einfach durch, ne? Gut. Ich muss sagen, ja, performancemäßig macht das Ganze nicht so viel Spaß zum Testen. Da muss man vielleicht ein bisschen was, also guckt euch das mal an, das ist hier wirklich sehr, 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 sehr langsam. Deswegen macht das gar nicht so viel Lust und Laune, hier seine Pilze zu verballern. Aber natürlich für Leute, die ja, sonst nicht die Möglichkeit haben, so viele Pilze mal auf ihrem Konto zu haben, ist das natürlich trotzdem eine ganz coole Angelegenheit. Und ja, deswegen ist dann natürlich auch jeder eingeladen, hier den Demon Hunter mal zu probieren, auszutesten, wie das Ganze hier so funktioniert, beziehungsweise wie hier, ja, das mit dem neuen Rebalancing aussieht. Ne, ich habe jetzt bisher mir noch keine Dings hier großartige Meinung zurechtschustern können. Dadurch, dass es halt auch einfach wirklich ziemlich laggy ist, das Ganze hier. Und ja, ich weiß es nicht. Also, ich würde sagen, abwarten. Ansonsten, wie gesagt, Leute, checkt das ganze Ding auf jeden Fall mal aus. Ne? Ich glaube, ich werde hier nicht großartig, weil der Spiel und die Performance ist mir halt einfach, das macht wenig bis gar keinen Spaß, hier momentan gerade zu spielen. Und ja, ich würde ganz gerne mal wissen, was hier jetzt großartig geändert worden ist am Dämonenjäger, an den Werten, weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder halt die Wiederbelebungschance, ich weiß es nicht, ja. Werden wir bestimmt noch früh genug rausfinden, ne? Ansonsten testet das Ganze, wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung, schaut da mal vorbei. Das Ganze ist hier, ja, auf dem Beta-Server, aber mit importierten Charakteren von von meinem Main-Server, von S31. Ja, da ist er nochmal, ne? Gut, gegen uns können wir uns auch nicht wiederbeleben, das heißt, keine Chance. Quasi, dass wir hier mal einen Kampf random gewinnen gegen uns selbst, weil, ja, Magier, das bringt natürlich recht wenig, ne? Okay, Leute, das war es soweit von mir gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentare dazu da. Schreibt mir gerne, ob ihr auch auf dem Beta-Server spielt oder eher nicht so, ne? Oder ob ihr das einfach mal so auscheckt. Ansonsten war es das soweit von mir. 25% Chance, okay. Ja, gut, da habe ich jetzt meine Antwort. Ne? Also wer lesen kann, ist klar, Vorteil, 25%. Da hat sich anscheinend nichts dran geändert. Das war ja vorher auch bei 25%, also jeder vierte Fight in der Regel. Ne? Also an der Wiederbelebungschance hat sich dahingehend schon mal nichts geändert. Ja, würde mich dann umso mehr interessieren, was sich denn sonst geändert hat hier großartig. Ne? Okay, Leute, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Einen kleinen Gruß noch raus zum Ende des Videos. Ja, wir sind ja hier in der Random-Gilde gejoint und ja, der gute Kollege hat tatsächlich gefragt, ob ich der echte Dotzer bin und ja, hab's geschrieben. Ja, tatsächlich schon. Deswegen, ja, wie klein die Welt ist, ne? Ja, deswegen Grüße gehen raus hier an Ace Hardlight und an Gimp, wo wir ja hier einfach so random uns getroffen haben. Deswegen Grüße an euch. Ich habe es ja auch nochmal geschrieben, ich werde hier nicht großartig weiterspielen auf dem Server. Das ist halt
mir ein bisschen zu laggy, muss ich sagen. Macht nicht wirklich Spaß, tatsächlich. Ne? Aber dafür gibt es andere Leute, die hier das Ganze hoffentlich ein bisschen ausführlicher testen als ich, um ja, zu gucken, ob das Ganze halt auch wirklich gebalanced ist. So, ne? Okay, jetzt bin ich wirklich raus. Haut rein.